Hallo liebe BVB-Fans, heute verabschieden wir jemanden, ohne den unser Verein sicherlich ein ganz anderer wäre, wenn es ihn überhaupt noch geben würde. Auf der letzten Mitgliederversammlung ist er nach insgesamt 23 Jahren nicht mehr als Präsident angetreten, wurde aber umgehend zum Ehrenpräsidenten gewählt. Wir freuen uns auf Dr. Reinhard Raubal. Gott zum Gruße. Reinhard, guten Morgen, herzlich willkommen in Davos. Mein Präsident. Ja, dann lass uns doch mal in Richtung Kino gehen. Da wollen wir uns nämlich unterhalten. Ja, schön. Wir haben uns hier eingefunden im Kinobereich des neuen Boruseums und wir wollen natürlich heute auch bildlich etwas zurückblicken auf die letzten Jahre. Aber erstmal zu dir, Reinhard. Du bist seit ein paar Wochen Ehrenpräsident. Erzähl mal. Ja, was soll ich da erzählen? Man hat mich gewählt von der Mitgliederversammlung. Und aber ich nehme an, dass du immer noch mit Präsident angeredet wirst. Ne? Mit Reinhard geht auch. Ja, Reinhard, auf der Mitgliederversammlung, ich war Augen- und Ohrenzeuge, hat es ja minutenlange Ovationen für dich gegeben. Du hast Dankesworte erhalten, du hast Präsente erhalten und eben die einstimmige von Nobby erwähnte Wahl zum Ehrenpräsidenten. Wie hast du diese Mitgliederversammlung erlebt? Ich habe das als sehr stilvoll erlebt. Habe mich sehr darüber gefreut, habe auch das erste Mal meine Familie dabei gehabt, seitdem ich das erste Mal gewählt worden bin und weil ich auch glaubte, dass es für meine Familie etwas ist, was für sie auch teilnahmewert sein sollte, und so ist es auch gewesen und waren sehr viele da, die ich natürlich auch kannte, und ja, also das ist mein subjektiver Eindruck und habe mich da auch sehr für bedankt. Mal ganz ehrlich, bist du so ein ganz klein bisschen froh, dass der ganz große Trubel jetzt erstmal vorbei ist? Also ich habe mich natürlich wochenlang darauf vorbereitet. Das ist ja nach 23 Jahren Präsidentschaft und nach 23 Jahren mühevoller Arbeit und auch man hat ja nebenher auch noch einen Beruf und Familie und Dinge, die man auch noch sonst nebenher erledigt. Und deswegen war das, glaube ich, erforderlich, dass man da einen bestimmten gedanklichen Stand hat. Und das ist mir, glaube ich, gelungen. Und so ähnlich würde ich es auch jedem anderen empfehlen, es so zu tun, damit er da nicht in ein Loch reinfällt. Ja. Jetzt wollen wir heute natürlich ein bisschen gemeinsam zurückblicken auf deine Präsidentschaft. Angefangen hat ja alles 79 bis 82, das war deine erste Zeit. Du bist damals mit 32 Jahren der jüngste Präsident eines Fußball-Bundesligisten geworden und du bist dabei ein ganz klein wenig überlistet worden. Erzähl doch mal. Ja, richtig. Also ich bin ja kein geborener Präsident. Doch, kann ich im Nachhinein sagen, doch. Doch? Doch. Und wäre gar nicht auf die Idee gekommen, das anzustreben. Aber ich hatte damals auch schon so eine Affinität zur Juristerei im sportrechtlichen Bereich. Und dadurch kamen die Kontakte zu Borussia Dortmund zustande, und dann kam eines Tages der Vorsitzende des Wirtschaftsrates, Herr Steinkopf, Vorsitzender der Sparkasse in Dortmund, auf mich zu und lud mich zum Essen ein. War ich schon etwas skeptisch, denke, was ist denn mit deinem Konto? Aber das Essen war sehr gut, dadurch konnte ich da so ein bisschen Entwarnung erteilen, vielleicht auch aus anderen Gründen. Und habe dann aber gesagt, als er dann zum Punkt kam,
können Sie sich nicht vorstellen, wir brauchen einen Präsidenten. Und nee, habe ich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen. 32 Jahre und Familie, jung, 2 junge Mädel. Und meine Frau habe ich auch noch nicht gefragt. Das also alles, was man eigentlich normalerweise erstmal abklärt, ist bisher unterblieben. Und deswegen habe ich gesagt, mache ich nicht. Dann habe ich aber einen verräterischen Satz gesagt. Also wenn er gar keinen findet, dann könnte er noch mal vorbeikommen. Und heute weiß ich, ohne das zu wissen, der hat innerlich laut gelacht, der Herr Sternkopf, und hat gesagt, da gehe ich jetzt mal nach Hause und sage denen, wir haben eine. Er weiß es nur noch nicht. Ja, gut. Dann haben wir es gemacht, ja. Jetzt waren 4 Spieler damals, Reinhard, im Kader, die waren älter als du als Präsident. Gab es damals Autoritätsprobleme eigentlich? Nein, die konnte es nicht geben, weil die alle keinen neuen Vertrag mehr kriegten. Das war so. Das ist gut. Damit ist ja quasi schon alles beantwortet. Wer älter war als der Präsident, da habe ich gesagt, das geht nicht. Das tat mir leid, aber unter anderem der Sigi Held dabei. Oh. Und da bin ich auch extra zu ihm nach Hause gefahren und habe ihm das gesagt, dass das im Prinzip eigentlich nicht die Art ist, wie ich normalerweise mit den Leuten umgehe und mit denen ich arbeite. Aber ich hatte mir dann das so vorgestellt, dass das einfach nicht geht und dass man da die Spieler dann auch darauf hinweisen muss und fairerweise sagen muss, dass das eben meine Philosophie ist. Ja. Eine deiner ersten wichtigen Amtshandlungen, Reinhard, war die Integration verdienter älterer Spieler in den Ältestenrat des BVB. Wie wichtig ist für dich immer wieder darauf hinzuweisen und auch zu leben, wie wichtig ist es für einen Verein zu wissen, wo man herkommt? Ja, es gibt so ein paar bestimmte Dinge, die ich für sehr wichtig erachtet habe und eigentlich auch bis zum Ende meiner Tätigkeit auch durchgehalten habe. Dazu zählt eben, dass ein Verein sich zu den Leuten bekennen sollte, die Borussia Dortmund geprägt haben. 1984 begann dann deine zweite Amtszeit als Präsident. Damals die Situation deutlich schwieriger als zuvor. Und wir erinnern uns jetzt noch einmal kurz und gehen in das Jahr 1984. Es ist der 15. November 1984. Borussia Dortmund benötigt einen Retter. Der bislang einzige Kandidat, der bekannt geworden ist der Sportkamerad Dr. Reinhard Raubal. Den bitte ich, die rote Stimmkarte zu erheben. Meine Damen und Herren, ich danke für das Votum. Ich nehme die Wahl an. Damit Reinhard Raubal, 37 Jahre, tritt zu seiner zweiten Amtszeit als Präsident von Borussia Dortmund an. Vorausgegangen war eine Zeit permanenter Trainerwechsel, risikoreicher Investitionen und häufig wechselnder Vorstände beim BVB. Borussia Dortmund drückt im Herbst 1984 ein existenzbedrohender Schuldenstand von 8,3 Millionen Mark. Und die Zuschauerzahlen sinken. Sagen wir mal, die haben jetzt so verschiedene Trainer und Präsidenten im Arsch getreten, auf Deutsch gesagt. Ne? Aber die haben alle den Raubal wiedergerufen und der hat ein Durchsetzungsvermögen. Ne? Und der wird das auch wieder schaffen. Okay. Davon bin ich überzeugt. Alles klar. Ja, Reinhard, eine finanziell existenzbedrohende Situation, aber du hast den großen Rückhalt in der Fangemeinde gespürt. Wie hast du den Beginn deiner zweiten Amtszeit erlebt? Das war schon eigentlich das Dramatischste, was ich so mitgemacht habe. Denn die Verschuldung war sehr hoch und man wusste damals auch nicht so recht, woher man die Liquidität holen sollte.
die da benötigt waren. Diese 8,3 Millionen wurden ja gerade auch genannt. Und ich musste einen Tag später, nee, 2 Wochen später musste ich nach München reisen zu einer Aufsichtsratssitzung. Und da bin ich mit einem Banker hingeflogen. Und dem habe ich dann gesagt, lass den Namen mal weg und die Bank. Ich habe ein Problem. Ja, was hast du für ein Problem? Der duzte mich. Ich natürlich ihn nicht, aber er mich. Ja, ich brauche Geld. Wie, du brauchst Geld? Ja, für Borussia. Was, sagt er, für deinen Pickerverein? Normalerweise widerspreche ich da, aber in dem Moment war es schwierig zu widersprechen. Ja, ich sagte, genau deswegen. Dann auch noch ein HSV-Freund. Aber habe ich alles durchgestanden und habe gesagt, denken Sie doch noch mal drüber nach. Ach. Dann fuhren wir wieder zurück von München aus, nachmittags. Dann habe ich also auf dem Wege nach Düsseldorf im Flugzeug, habe ich dann nochmal mein Herz in beide Hände genommen und habe dann gesagt, also tun Sie mir einen Gefallen, ich muss jetzt nochmal auf mein Thema zurückkommen. Was hat er denn jetzt schon wieder? Er lispelte so ein bisschen an, macht ihn so sympathisch. Ja, ich habe es doch vorhin genau gesagt. Ach, sagt er, das habe ich doch schon in der Mittagspause genehmigt. Ich will jetzt nicht sagen, was ich an dem Abend gemacht habe, aber ich habe die Idee, dass ihr das wisst. Nobby, die berühmten Relegationsspiele waren ja für dich auch nicht ganz unwichtig. Du hattest ja schon beim BVB unterschrieben. Du kamst aus Köln. Wie hast du eigentlich diese entscheidenden Wochen, diese entscheidenden Spiele, wie hast du die ganz persönlich erlebt? Als erstes nochmal danke, Reinhard, dass du mich damals geholt hast. Ja, ich saß natürlich da auch auf der Tribüne bei den Relegationsspielen 86. Ja, es war, ich hab noch nie in meinem Leben so viele Menschen gleichzeitig heulen sehen. Als Jürgen Wegmann das Tor machte, haben alle geheult. Eins vor mir saß mein damaliger Manager, noch Kalli Thiel, der war auch am Heulen. Der kam vom FC, der wollte natürlich nicht, dass Fortuna aufsteigt. So, und das bedeutete das 3. Spiel. So, in Düsseldorf. Wollte ich natürlich hin, konnte ich aber nicht. Ich habe die Zeit 86, da als Relegation war. Ich hatte übrigens, und das weiß der Präsident, für 1. und 2. Liga unterschrieben, nicht für nur 1. Liga. Darf ich sagen, das ehrt dich? Ja, ich wollte aber auch gerne hin. Ja, klar, verstehe ich. Reinhard, aber ich darf mal ein Geheimnis verraten, was gut behütet und gehütet war. Der Norbert hat mich erst vor Wochen gefragt, und er wusste es bis dahin nicht, wie viel Ablöse er gekostet hat. Nicht wirklich. Es gab ja ein paar Zahlen, aber ich wusste es nicht. Ja, aber ich wusste natürlich. Also 400.000 kann ich ja jetzt noch mal hier sagen. Kannst du jetzt nicht so zum Ende mal noch ein bisschen Schippe drauf machen? So? Nee, im Gegenteil. Dass wir ein so gutes Auge haben, Leute für so wenig Geld hier an den Borsigplatz zu holen. Ja, sehr schön. Nach dem Überleben 86 hast du den Verein wieder übergeben in andere Hände. Erst 2004 bist du dann wieder zurückgekehrt zum Verein, wieder zur Rettung. Und auch das wollen wir uns jetzt noch einmal gemeinsam anschauen. Die Fans demonstrieren, fordern den Rücktritt der Geschäftsführung. Reinhard Raubal wird zum 3. Mal Retter des BVB. Ein Sanierungsplan wird erstellt. Gemeinsam mit Schatzmeister Hans-Joachim Watzke muss der Präsident die Borussia vor dem Bankrott bewahren. Anfang 2005 ist die Stadt im Schockzustand. Dortmund bangt um den BVB. Am 14. März 2005
kommt es im Düsseldorfer Flughafen zum Showdown. Die Anteilseigner müssen dem Sanierungsplan zustimmen. Und tatsächlich, es klappt. Ihnen und dem Geschick der neuen Vereinsführung um Reinhard Raubal ist es zu verdanken, dass Borussia Dortmund die Krise überlebt. Am Ende der dunklen Gasse hat der BVB wieder eine leuchtende Zukunft. Ja, Reinhard, die Geschichte um die entscheidende Sitzung in Düsseldorf am 14. März 2005 ist sehr oft erzählt worden. Hast du eigentlich, wenn du diese Geschichte jetzt noch mal wieder dir klar machst, immer noch Schweißperlen auf der Stirn, wenn du an damals zurückdenkst? Das kann man laut sagen, ja. Das kann man laut sagen. Und ich habe auch hinterher gesagt, ich möchte sowas in meinem Leben nicht noch mal erleben. Und das habe ich auch verdammt ernst gemeint. Und, in den Händen anderer zu sein, die so machen oder so machen, das ist... Wir mussten ja 3/4 Mehrheit haben und wir haben sie Gott sei Dank bekommen. Und ich habe vorher, konnte man ja auch so ein bisschen sehen, auch mit etlichen Leuten gesprochen, weil man ja pünktlich war, und dann konnte man da auch mal ein paar Gespräche führen und auch mal so eine kleine Einschätzung der Dinge da aufnehmen, wie diejenigen, die damals investiert haben und das Investment so gut wie komplett verloren haben, wie die denken. Und da kann man ahnen, wie die denken. Und da sind wir aber überrascht worden, positiv überrascht worden. Und da habe ich gefühlt und gespürt, dass wir viele haben bei Borussia Dortmund, die ein Herz für Borussia Dortmund haben und die bereit sind, viele Opfer für Borussia Dortmund zu bringen. Diese berühmte Halle, in der wir damals gebankt haben, die gibt es nicht mehr. Ich glaube, die ist abgerissen. Die ist weg, ja. Die ist weg. Und aber ich habe sie immer in meinem Sinne, weil jedes Mal, wenn ich zum Flughafen nach Düsseldorf fahre... Du siehst die noch, ne? So fahre ich so dran vorbei. Mit Aki Watzke und etwas später auch Thomas Dress sind zwei noch heute für den BVB in verantwortlicher Position tätig, die damals auch schon dabei waren. Auch da warst du zur Stelle und bist 18 Jahre am Stück mit diesen beiden an Bord geblieben. Wie wichtig war diese personelle Konstanz in den Schlüsselpositionen, um den BVB wieder finanziell zu konsolidieren und heute zu einem wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen umzubauen? Ja, ich will das auch mal ganz klar sagen und möchte auch nicht, dass das untergeht. Aber die beiden, also Hans-Joachim Watzke und Thomas Dress, das waren schon Bausteine für die Zukunft des Vereines und auch für die Art und Weise, wie man mit dem Verein weiterarbeiten konnte. Und da kann man den beiden auch nur dankbar sein, was sie auch geleistet haben. Und es war für mich immer ein wichtiger Bestandteil von Borussia Dortmund und dass Borussia Dortmund noch so existiert und hinterher noch mehr denn je existierte, dass wir eine Stabilität haben im personellen Bereich, dass wir mit Leuten zusammenarbeiten, auf die man sich schon mal 100%ig verlassen konnte und daraus den Schluss ziehen konnte, dass man sich beim nächsten Mal auch wieder 100%ig auf die verlassen konnte, wenn es erforderlich ist. Und das haben die auch beide gelebt in den Jahren danach und bis heute. Und da kann Borussia Dortmund beiden auch nur dankbar sein. Jetzt wirst du ja als Präsident wahrscheinlich nicht mehr zurückkehren. Ganz von ausgehen. Ist damit auch aus deiner Sicht die Gefahr gebannt, dass der BVB nochmals einen Retter in der Not braucht? Also die Stabilität hat Borussia Dortmund in den letzten Jahren bewiesen. Und dazu kommt, dass man gelernt hat, viele
gelernt haben, wie man mit einem solchen Verein, mit einer solchen Tradition, mit einem solchen, ja, wir haben es ja heute wieder gelesen, der beliebteste Verein in der ganzen Bundesliga, dass man mit einem solchen Fund umgehen muss, aber auch dann umgehen kann. Und da bin ich sehr sicher, dass das auch in Zukunft gelingt. Jetzt haben wir ganz viel über ernste, schwierige Situationen gesprochen. Jetzt lass uns mal über deine glücklichen und besonders fröhlichen Zeiten reden. Du warst bei der DFL als Präsident von 2007 bis 2019. Und zweimal in dieser Zeit, 2011 und 2012, durftest du unserem BVB zweimal die Meisterschale überreichen. Inwiefern war das eine ganz besondere Ehre, nicht nur den Titel gewonnen zu haben, sondern dann tatsächlich auch die Schale dem Kapitän des BVB zu überreichen? Also das war eine unfassbare Genugtuung für mich persönlich und das hat mir gut getan. Und das sage ich mal jetzt so ganz frank und frei. Das habe ich auch, um ehrlich zu sein, so ein bisschen als Belohnung aufgefasst. Da können die Spieler jetzt alle sagen, er hat da gar nichts mit zu tun. Aber ich habe das so aufgefasst, als Gerechtigkeit für das, was man ansonsten über sich ergehen lassen musste in diesen anderen schwierigen Zeiten. Und war schön und habe es genossen mit den Spielern natürlich, mit dem Jürgen Klopp, mit den Vorstandskollegen und den Verantwortlichen. Da zusammen war auch sehr angenehme und lange Nacht, die da uns drohte und auch vor bestimmte Herausforderungen stellte, aber auch die haben wir bestanden. Reinhard, neben Fußball wird beim BVB auch noch Handball gespielt, ja. Tischtennis gespielt. Es gibt eine Integrationsabteilung, sprich auch Blindenfußball, ja, die du ganz entscheidend mitgefördert hast. Du hast mehrfach auf die Bedeutung des Erhalts aller Abteilungen hingewiesen. Warum ist es für den Verein so wichtig, nicht nur im Fußball, sondern auch in anderen Sportarten aktiv zu sein? Ja, Borussia Dortmund ist eine Gemeinschaft, eine Familie, die auch schwarz-gelb lebt. Und dazu gehört eben auch, dass wir uns klar machen müssen, dass wir auch Mitglieder haben, die andere Sportarten leben. Und das zu fördern, halte ich für unheimlich wichtig, zumal die Handballabteilung etwa in den nächsten wenigen Jahren 100 Jahre alt wird, beispielsweise. Oder die Tischtennismannschaft derzeit in der 2. Bundesliga ganz oben an der Spitze mitspielt. Und ja, Blindenfußball, das ist etwas, das macht man einfach. Da muss man den Leuten helfen und muss denen beistehen. Und eine Mannschaft, die in Kirchderne groß geworden ist und die uns aber gebeten haben, das zu übernehmen, weil die das finanziell nicht mehr stemmen konnten. Und da habe ich ja nicht eine Sekunde drüber nachgedacht. Was empfindest du, Reinhard, wenn du siehst, in welchem Zustand du den Verein heute übergibst und was du erreicht hast? Ist das Stolz, Genugtuung oder ist das was anderes? Also in erster Linie Pflichterfüllung, dass ich das auch für mich persönlich erkenne, dass ich viel gemacht habe von dem, was ich machen wollte und was ich auch für erforderlich halte. Dann natürlich, dass es auch an der einen oder anderen Stelle gelungen ist, die Dinge so umzusetzen, dass man erstens Spaß daran hat und zweitens, dass viele andere Frauen und Männer, Mitgliederinnen und Mitglieder das Gefühl haben, dass sie hier gut zu Hause untergebracht sind und dass sie auch weiterhin diesem Verein treu bleiben werden. Das ist ein Gefühl, das ist schon toll. Nun bist du ja sportlich immer noch aktiv. Deine Tennisduelle mit DD sind inzwischen ja, schon berühmt. Was hast du denn für Pläne außer Tennis mit DD für deine
Zeit der präsidialen Rente? Also da kriegt der Bursche noch Spaß mit mir. Denn ich habe einmal Doppel gegen ihn gespielt mit meinem Doppelpartner. Und da wurde er gefragt, ja, schon mal gegen den Präsidenten gespielt? Ja, ja. Und wie war es? Naja, er ist der Präsident. Wollte jedem gegenüber natürlich klar machen, keine Frage. Lässt man gewinnen, ne? Ja, den habe ich gewinnen lassen, genau. Und das hat mir einer zu Ohren gebracht. Und als ich den DD das letzte Mal gesehen habe, habe ich ihm die Ohren angezogen und habe gesagt, du kriegst dann noch Bescheid drüber. Und da steht jetzt noch mal das Spiel wieder an. Aber ich glaube, der übt jetzt heimlich, versucht da ein bisschen Boden gut zu machen. Sehr schön. Das klingt ja so, als wenn du auf jeden Fall in der nächsten Zeit keine Langeweile haben wirst. Wirst du sowieso nicht. Ich hatte noch nie in meinem Leben Langeweile und habe mich immer mit Dingen beschäftigt, die für mich wichtig waren, auch außerhalb des Fußballs. Und so gedenke ich auch, meine nahe Zukunft zu gestalten. Vielen Dank für das Gespräch. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, lieber Reinhard. Und wir wollen das Gespräch beenden mit den Bildern deiner letzten Mitgliederversammlung. Ganz, ganz tolle Bilder, Standing Ovations, so wie du es verdient hast. Und wie beendet man eine Sendung in Dortmund? Indem man das Glas nimmt, genau. Mit einem Stößchen. Und die Gelegenheit nutzt, mich bei euch beiden zu bedanken für eine tolle Zeit zusammen. Und wir haben ja nun sehr viele Sachen gemeinsam gemacht. Und daran erinnere ich mich immer gern und freue mich, dass wir heute auch noch mal da zusammengekommen sind. Das Gleiche gilt für euch. Vielen Dank für eure Arbeit dann. Ne? Das war uns eine Ehre. Ja. Sehr zum Segen. Zum Segen. Prost. Prost. Schmeckt schon wieder. Lecker. Ich bin sehr froh, dass du es bist, der diese grandiosen Lobpreisungen heute über sich ergehen lassen muss. Bei jedem anderen Menschen wäre ich skeptisch, ob er das alles unbeschadet übersteht. Bei dir nicht. Sie tragen Borussia Dortmund im Herzen und dieser Verein trägt sie im Herzen. Sie sind einer der größten Borussen und dieser Verein, seine Mitglieder und seine Fans sind ihnen zu größtem Dank verpflichtet. Vielen Dank auch, Herr Dr. Raubal, dass Sie immer uns und unsere Handballabteilung so tatkräftig unterstützt haben. Und Sie sind natürlich gerade, was den Frauenfußball angeht, weiterhin ein ganz, ganz gern gesehener Gast. Sie werden als Ehrenpräsident vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben und wir haben immer ein Plätzchen frei. Also fühlen Sie sich ganz herzlich eingeladen. Lieben Freund Reinhard, der uns jederzeit immer unterstützt hat, der unsere Spiele immer bei den Spielen immer dabei war und zugeschaut hat und der auch immer in Zukunft herzlich bei uns eingeladen ist. Und wir haben symbolisch ein kleines Dankeschön für ihn. Lieber Reinhard, hier möchte ich dir gerne, wenn du es annimmst, einen Ball übergeben, unterschrieben von unseren Torballern, Blindenfußballern, Trainern, Betreuern. Und zwar, das ist der Ball zum Derby-Sieg. Zum Schluss möchte ich noch einen riesigen Strauß Dankesworte an unseren scheidenden Präsidenten, Herrn Dr. Raubal, im Namen der gesamten Jugendabteilung überreichen. Ich wünsche ihm alles Gute für seine Zukunft. Der BVB, und das ist ja heute auch genug zu tragen gekommen, der BVB schuldet dir riesigen Dank. Ich persönlich schulde dir riesigen Dank. Reinhard, du bist als Mensch und als Borusse ein ganz, ganz großer und vielen Dank dafür. Ich sage es nochmal, es war schön. Danke.